Hallo meine lieben Nähfreunde, heute dreht sich alles mal um ein Problem, das wir alle kennen, nämlich Fadensalat unter der Stichplatte. Wie kann man das vermeiden? Als ich mit dem Nähen angefangen habe, war eins meiner wirklich größten Probleme dieser Fadensalat. Oft hat die Nähmaschine einfach den Stoff gefressen und ich wusste nicht warum. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich meine Stichplatte auseinanderbauen musste. Das war wirklich super nervig. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt wo mir das nicht mehr passiert, muss ich mal alle Tipps zusammensammeln, die ich nutze, damit es eben keinen Fadensalat unter der Stichplatte gibt. Gerade für Nähanfänger ist dieses Video wirklich Gold wert, versprochen. Jetzt starten wir aber direkt mal mit den 7 Tipps. Kleiner Einschub. Erstmal zeige ich euch, wie das Ganze überhaupt zustande kommt, beziehungsweise was ihr tun müsst, wenn ihr Fadensalat habt. Also ihr seht hier, mein Stoff bleibt einfach hängen und stecken. Da kann ich machen, was ich will. Es näht auf der Stelle. Und wenn ich dann auch noch nervös weiterdrücke, bleibt mein Stoff einfach hängen und ihr habt unten diesen großen Knoten. Dafür müsst ihr die Stichplatte entfernen und so könnt ihr dann auch euren Faden entfernen. Vielleicht müsst ihr hier auch die Schere nutzen, um mal einen Faden durchzuschneiden. Schneidet aber bitte nicht in den Stoff. Und jetzt kommen wir zum ersten Tipp. Der Oberfaden sollte immer korrekt eingefädelt sein. Das zeige ich euch hier einmal. Solltet ihr dabei Probleme haben, könnt ihr zum Beispiel auch das Handrad nutzen, damit ihr auch zum Beispiel den kleinen Haken richtig treffen könnt, der hier oben ist. Schaut mal, ich rutsche da gerade vorbei. Den meine ich. Ich drehe jetzt am Handrad und jetzt ist oben der Haken. Der Faden geht genau durch die Spannungsscheiben und wichtig ist auch, dass natürlich euer Nähfüßchen oben ist. Und dann solltet ihr auch in diesen kleinen Haken hier, der ist ganz unauffällig, euren Faden einfädeln bzw. durchführen. Jetzt kann er in die Nadel eingefädelt werden. Ich habe hier so eine Einfädelhilfe, die ich dafür benutze. Da geht das richtig schnell. Und ihr merkt natürlich auch eigentlich direkt beim Einfädeln, wenn der Faden nicht richtig auch im Nähfüßchen sitzt, dass es dann Probleme gibt. Also führt den Nähfaden immer durch die Kerbe durch, genau in die Mitte, dass die Nadel und der Faden direkt auf einer Linie sind. Solltet ihr das Nähfüßchen gesenkt haben beim Einfädeln, merkt ihr das eigentlich sofort, denn das Ziehen am Faden, das sonst so einfach geht, wenn das Nähfüßchen oben ist, geht dann richtig schwierig. Das liegt an diesen Spannungsscheiben. Oft hilft es hier also, den Oberfaden einmal neu komplett einzufädeln. Als zweites kann ich dir nur raten, deine Unterfadenspule einmal zu kontrollieren. Schau dir am besten einmal die Zeichnung an auf deiner Nähmaschine. Die zeigt dir, in welche Richtung dein Faden laufen muss. Ob jetzt mit oder gegen den Uhrzeigersinn, das kann bei den Modellen ein bisschen variieren. Das wäre jetzt mit dem Uhrzeigersinn, das ist bei meiner Maschine aber falsch. Es muss gegen den Uhrzeigersinn laufen. Dass die Unterfadenspule falsch eingelegt ist bzw. der Faden in die falsche Richtung läuft, ist einer der häufigsten Fehler, der Fadensalat verursachen kann. Also schaut gerne nochmal in die Bedienanleitung eurer Nähmaschine, ob ihr diesen Unterfaden korrekt eingelegt habt, solltet ihr keine technische Zeichnung auf der Maschine finden. Als nächstes müsst ihr diese kleine Kerbe dort unten, die nennt man Spannungskerbe, die müsst ihr auf jeden Fall nutzen. Dort muss euer Faden einmal durch. Ich hoffe, ihr erkennt das jetzt gut. Und der ist jetzt in dieser Kerbe drin und wird hier oben lang geführt zum Schneiden. Aber diese Spannungskerbe müsst ihr auf jeden Fall auch nutzen. Also schaut hier auch mal genau hin. Wenn deine Maschine zusätzlich zum Faden auch noch den Stoff frisst, kann es helfen, den Ober- und den Unterfaden beim Beginn des Nähens festzuhalten. Ich hole mir jetzt einmal meinen Unterfaden nach oben. Das macht man, indem man am Handrad dreht und quasi in der Luft näht. Schaut mal hier unten, mein Unterfaden ist schwarz. Den konnte ich jetzt mit dem Oberfaden zusammen hochholen, denn es wird ja immer eine Schlaufe gebildet mit der Nähmaschine. Jetzt wird das Ganze 10 cm rausgezogen und wenn ich jetzt beginne mit dem Nähen, zum Beispiel mit diesem sehr dünnen Stoff, dann halte ich Ober- und Unterfaden einmal fest zu Beginn des Nähens und der Anfang meines Nähguts wird dadurch nicht von der Maschine eingesaugt. Man darf dabei auch ein ganz kleines bisschen daran ziehen, falls der Stoff genau am Anfang eben schlecht transportiert wird, aber wirklich nur minimal, also zerrt den Stoff nicht unter dem Nähfuß lang.
Dieser Tipp ist ein richtiger Lebensretter für sehr dünne Stoffe oder wenn man rückwärts nähen möchte. Da funktioniert das auch extrem gut und euer Stoff mit dem Faden wird nicht gefressen. Mein 4. Tipp ist es, die Fadenspannung einmal zu prüfen. Fadensalat entsteht ganz oft unten. Das heißt, ihr solltet den Oberfaden prüfen. Solltet ihr den Fadensalat aber oben haben, müsst ihr beim Unterfaden nachbessern. Ich kann jetzt beim Unterfaden keine Fadenspannung bei meiner Nähmaschine einstellen, deswegen habe ich diese Probleme ehrlich gesagt nicht. Aber wenn der Oberfaden in der Spannung falsch eingestellt ist, nämlich hier an diesem Rad, kann es sein, dass der Faden zum Beispiel reißt oder eben gefressen wird. Ich habe jetzt einmal die Fadenspannung viel zu hoch eingestellt, um euch das mal zu zeigen. Bei mir ist zum Glück jetzt kein Fadensalat entstanden, aber ich zeige euch mal, wie die Naht aussieht. Also es war jetzt eher Glück, denn die Naht ist viel zu fest. Die würde auf jeden Fall reißen. Und die zieht richtig am Stoff. Also man merkt richtig, das ist super fest, das ist unmöglich zu nutzen. Also diese Naht wird sehr schnell reißen und könnte auch wirklich dazu führen, dass die Maschine komplett aufgibt. Das Gegenteil dazu wäre, wenn ich die Fadenspannung jetzt auf 0 stelle. Das macht man ja zum Beispiel auch, wenn man raffen möchte. Also alle von euch, die schon mal gerafft haben, wissen, wie das dann aussieht. Wenn der Unterfaden sich dann so kräuselt und auch da kann es passieren, dass Fadensalat entsteht. Ich muss zum Beispiel beim Raffen oft Fadenspannung 1 nutzen, weil ich sonst Fadensalat bekomme. Also nutzt auf jeden Fall bei der Fadenspannung einmal dieses Drehrad oder eure Einstellung. Das kann auf jeden Fall helfen, dass ihr entspannter weiter nähen könnt. Ich kann jetzt hier den Stoff direkt raffen, weil ich ohne Fadenspannung genäht habe, also wirklich mit 0. Schaut mal, für eine Raffung ist es schön, aber wenn es eine normale Naht werden soll, ohne Stress bei der Maschine, ist es nicht so angenehm. Als nächstes solltest du mal die Nadel deiner Nähmaschine prüfen. Ist die vielleicht schon stumpf geworden oder vielleicht sogar verbogen? Ansonsten solltest du vielleicht auch mal prüfen, ob die Nadel überhaupt für den Stoff vorgesehen ist. Schaut mal hier bei den verschiedenen Marken ist es zum Beispiel auch ein bisschen markiert, für welchen Stoff sie vorgesehen sind. Wenn ich also hier diesen wirklich sehr starken Stretch benutze, also das ist Rip Jersey, dann würde ich Ballpoint-Nadeln nutzen. Die bleiben nicht hängen, die können kein Chaos verursachen. Wenn ihr aber Webware näht, dann könnt ihr hier mit diesen Universalnadeln nähen, zum Beispiel auch bei Cord. Wenn aber zum Beispiel eure Jersey-Sachen von der Maschine eingesaugt werden, dann kann das daran liegen, dass ihr einfach Universalnadeln drin habt und dann würde ich einmal die Nadel wirklich überprüfen und vielleicht auf Stretch oder Ballpoint umsteigen. Wobei ich wirklich ein viel größerer Fan von Ballpoint bin, denn die gehen eigentlich immer. Und ihr solltet natürlich auch immer ein gutes Garn benutzen. Das muss nicht immer Fadensalat verursachen, aber es könnte zum Beispiel reißen, wenn ihr ein sehr günstiges Garn drin habt. Also achtet drauf oder probiert mal aus, ob ihr mit einem teureren bzw. mit einem Premium-Garn besser auskommt. Tipp Nummer 6 könnte euch direkt erstaunen, denn wenn wir einmal die Stichplatte abhaben, können wir eigentlich auch immer gleich mal durchputzen, denn wenn die Maschine nicht sauber gehalten wird, kann das Fadensalat verursachen, indem sich einfach Fussel bilden und die Fäden daran hindern, richtig transportiert zu werden, beziehungsweise auch, dass die Spannungsscheiben verstopft sind oder ähnliches. Deswegen gehe ich jetzt hier einmal durch meine Nähmaschine mit dem Pinsel durch. Die sieht wirklich gruselig aus. Ich habe aber eine Ausrede, die war ganz lange verliehen. Die war nicht bei mir. Also die wird jetzt erstmal richtig schön sauber gemacht. Weil schaut mal, diese ganzen Fussel hier, die legen sich ja zwischen die ganzen Teile und werden ja wohl nichts besser machen. Also, wenn ihr die Maschine schön sauber haltet und immer mal mit eurem Pinsel durchgeht, dann kann Fadensalat tatsächlich verhindert werden. Eine regelmäßige Wartung kann dabei auch sehr hilfreich sein. So, und wenn jetzt alles nichts geholfen hat, dann solltet ihr mal den Stofftransporteur überprüfen. Also, wenn ihr, wie ich hier in diesem Beispiel, einfach die ganze Zeit auf der Stelle näht, entsteht natürlich Fadensalat. Bei mir reißt sogar meistens der Faden dabei. Schaut mal, es geht einfach nicht voran. Aber woran könnte das denn noch liegen? Am Transporteur. Also achtet mal drauf, ob ihr überhaupt den Stoff transportiert. Manchmal ist es so, dass man einfach vergisst, dass dieser Schalter existiert, weil man vielleicht mal 2 Monate nicht genäht hat.
Schaut mal, hier unten ist der Knoten auch zu sehen. Mein Transporteur ist hinten an meiner Maschine. Das ist so ein Hebel. Zumindest ist das bei Brother so. Bei meiner Husqvarna-Maschine muss ich das direkt am Display einstellen. Aber hier habt ihr diesen schönen Hebel und seht auch, dass der Transporteur runtergeht. Und wenn ich jetzt den nach oben stelle und weiternähe, geht er dann wieder von ganz alleine nach oben. Und wenn der Stoff jetzt transportiert wird, entsteht nämlich kein Knoten, sondern der Stoff wird einfach wunderbar nach vorn transportiert. Schaut mal, hier ist es wieder zu sehen. Und wenn ich jetzt wieder umstelle, dann kann ich diesen Transporteur auch wieder absenken. Aber wenn ihr was zusammennähen wollt, dann braucht ihr den Transporteur natürlich. Wenn ihr jetzt alle Tipps befolgt, dürfte eure Nähmaschine euch da keine Sorgen mehr bereiten. Sollte es trotzdem so sein, versucht die Schritte nochmal durchzugehen, ob ihr wirklich an alles gedacht habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück dabei. Vielleicht hat die eine oder andere hier auch zugeschaut und hat noch einen Tipp für euch. Bitte kommentiert das unbedingt unter diesem Video, damit es auch alle finden können. Ich freue mich schon auf euren Input und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!